Am Montag, 21. August, haben Marc Walder, CEO der Ringier AG, und Philipp Gmür, CEO der Helvetia-Gruppe, zur 4. Ausgabe der exklusiven Gesprächsreihe «The Talk at the Studio» ins Ringier Pressehaus eingeladen. Hochkarätiger Gastreferent ist Walter Riester, Bundesarbeitsminister im ersten Kabinett Schröder und Initiator und Namensgeber der Riester-Rente. Eine illustre Gästenschar hat das Gespräch zwischen Christine Meier und Walter Riester live mitverfolgt. Der ehemalige Gewerkschafter, der schon früh erkannt hat, dass die gesetzliche Rente der demografischen Entwicklung wegen ausgebaut werden muss, hat über den grossen politischen Widerstand bei der Lancierung der privaten Altersvorsorge 2002 geredet und wieso er in seiner Jugend als rauflustig gegolten hat. Lieber Herr Riester, Sie sollen ja als Jugendlicher sehr rauflustig gewesen sein. Was hat es denn damit auf sich? Naja, das stand in meiner Beurteilung in meinem ersten Zeugnis aus der ersten Volksschulklasse. Jetzt muss man natürlich die Zeit wissen. Das war 47, 48. Und meine Mutter war Alleinerziehende. Wir waren auch für damalige Verhältnisse ganz arm. Und ich habe mich wirklich in der Straße durchsetzen müssen. Und ich habe mich auch durchgesetzt. Ich möchte auch gar nichts missen von all dem, was ich dort auch erlebt habe. Aber ich sage manchmal, es hätte sich auch ganz anders entwickeln können, so ein Leben. Ja? Das ist wahr. Und das Interessante ist ja, davon gehe ich jetzt mal aus, dass Sie auch im ganzen Einsatz rund um die Riester-Rente jetzt nicht Rauflust im eigentlichen Sinn, aber Kampfeslust beweisen mussten damals. 2002 jedenfalls wurde die Rente dann lanciert. Ich habe es gesagt, 16 Millionen sind versichert. Bis heute, warum nur 16 Millionen Riestern? Das sind einige, in der Frage sind einige Webfehler, die ich gern aufzeigen möchte. Erster Webfehler: Ich wollte damals, dass dieses Sparen jedem ermöglicht wird, der ins Berufsleben eintritt oder in die berufliche Erstausbildung. Aber was wir nicht drin haben, was die Schweizer haben, ist die Selbstständigen. 2008 war ich im Kongo, damals war ich für Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland im Parlament zuständig und bin mit einem Freund aus den Konservativen, wir zwei, gingen in den Kongo und haben deutsche Entwicklungsprojekte im schwierigsten Bereich des Kongos, Kivu heißt dieser Landstrich. Das sind ganz erhebliche bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen noch von Ruanda und so, da waren wir und haben einen stellvertretenden Gouverneur kennengelernt, der fließend Deutsch sprach. Ich habe den nicht mehr weiter verfolgt, ich fand das sehr beeindruckend und vor 3 Jahren bekam ich einen Anruf von der größten deutschen Entwicklungsgesellschaft, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und die haben ganz freudig gesagt, wir haben einen Auftrag gewonnen der Weltbank, für den Kongo zu entwickeln, wie ein Pensionssystem aufgebaut werden kann für den öffentlichen Dienst. Und jetzt hat der Minister, der in der Regierung dafür zuständig ist, gesagt, die Vergabe mache er davon abhängig, ob Sie ein Gespräch zwischen ihm und mir in Deutschland organisieren. Wenn Sie Bundestagswahlen haben, da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, ist bei uns die Abstimmung zur Rentenreform 2020. Philipp Gmür, interessanterweise hat ja die Helvetia bereits öffentlich gemacht, dass sie diese Reform unterstützen wird. Sie ist für ein klares Ja. Nicht alle Versicherungen machen das. Es ist eine Links-CVP-Vorlage. Warum? Klar, als Versicherer ist das sicher interessant, natürlich. Aber was sind noch die anderen Argumente? Also als Versicherer haben wir eigentlich 2 Aufgaben. Die eine ist, die Leute glücklich und zufrieden zu machen mit unseren Deckungen, dass sie sorglos leben können. Und die andere Aufgabe ist aber, dass wir bar jeglicher Parteien und Verbandsgeplänkel uns an die Fakten halten. Und da zitiere ich gerne Herrn Riester: Wir leben immer länger und wir wollen aber unseren Lebensstandard auch über das Rentenalter hinaus erhalten. Sie haben Gerhard Schröder angesprochen. Jetzt war er ja erst auf diesem Parteitag bei Martin Schulz, hochwillkommener Redner und Wahlkampflokomotiv. Und jetzt, nach diesem, wie soll ich sagen, zu kommenden Engagement im Aufsichtsrat bei Rosneft, wird er da vom Thron geschubst. Ist es überhaupt gut, dass er sich da so engagiert? Da muss ich sagen, der Zeitpunkt
den halte ich ganz gelinde gesagt für schwierig, das zu machen. Und ich bin mir sicher, dass es der Sozialdemokratischen Partei schadet. Reden wir noch kurz über den Dieselskandal. Sie waren 10 Jahre Aufsichtsratmitglied, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, bei Audi. Sie waren auch bei Mercedes. Jetzt erklären Sie mir bitte mal, wie das möglich ist, dass 10 Jahre niemand in diesem Gremium etwas davon gewusst haben will, was da gedeichselt worden ist. Also ich sage Ihnen, ich war nicht nur dort, ich war in etwa 15 Aufsichtsräten, auch bei Bosch und bei Thyssen und so weiter. Ich kenne die Informationspolitik in den Aufsichtsräten und auch die Diskussionen da drin. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat darüber nicht informiert wird. Ganz ehrlich. Ja, im Moment, die dürfen mich dingen. Ich halte es für ausgeschlossen aus meiner Erfahrung, dass ein Vorstand dieses nicht wusste.